Hallo und willkommen auf dem Kanal. Hast du das Gefühl, dass du im Deutschen nicht mehr vorankommst? Du verbringst Stunden damit zu lernen, aber nichts funktioniert so richtig? Vielleicht machst du, ohne es zu merken, einen dieser 3 Fehler, die deine Fortschritte blockieren. Viele Lernende, auch Fortgeschrittene, fallen in diese Fallen, ohne es zu bemerken. Und das hindert sie daran, wirklich frei zu sprechen, sich verständlich zu machen oder so schnell voranzukommen, wie sie möchten. Wenn du hier bist, um dein Deutsch zu verbessern, deine Blockaden zu erkennen und auf das nächste Level zu kommen, dann bleib bis zum Ende dran. Hier sind also die 3 Hauptfehler, die wir gemeinsam durchgehen werden. Fehler Nummer 1: Lernen ohne Anwenden. Du kennst viele Wörter, aber du schaffst es nicht, sie in einer echten Konversation zu benutzen. Warum? Weil du sie liest, auswendig lernst, aber nie wirklich aktiv gebrauchst. Fehler Nummer 2: Die gleichen Fehler immer wiederholen. Du machst ständig denselben Fehler, aber niemand korrigiert dich. Mit der Zeit wird der Fehler zur Gewohnheit und schwer loszuwerden. Fehler Nummer 3: Perfektion schon am Anfang erwarten. Du hast Angst zu sprechen? Das ist normal. Aber wenn du erst perfekt sein willst, bevor du den Mund aufmachst, wirst du nie richtig sprechen lernen. Diese Fehler scheinen einfach, aber jeder einzelne kann deine Fortschritte monatelang hemmen. Doch wenn du auch nur einen davon behebst, wirst du sofort eine Verbesserung spüren. Bereit herauszufinden, warum du stagnierst und wie du es ändern kannst? Dann legen wir jetzt mit Fehler Nummer 1 los. Fehler Nummer 1: Lernen ohne Anwenden. Der erste Fehler ist, Vokabeln lernen, ohne sie jemals wirklich anzuwenden. Du hast bestimmt schon mal erlebt. Du investierst Zeit, um neue Wörter zu lernen. Du notierst sie in ein Heft, liest sie wieder, vielleicht sogar mit Karteikarten. Aber danach passiert nichts. Du verwendest sie nie wirklich. Und wenn du sprechen musst, fallen sie dir einfach nicht ein. Das nennt man passives Wissen. Du erkennst die Wörter, wenn du sie liest oder hörst, aber du bringst sie nicht spontan raus. Und das ist ein großes Problem. Denn kennen ist nicht gleich anwenden können. Warum das blockiert? Viele Lernende verbringen viel Zeit mit Rezeption, Lesen, Hören, aber fast keine mit Produktion, Sprechen, Schreiben. Deshalb speichert das Gehirn die Wörter als Informationen ab, aber nicht als aktive Kommunikationswerkzeuge. Resultat: langsame Fortschritte. Manchmal sogar das Gefühl, dass du dich überhaupt nicht verbesserst. Wie du diesen Fehler korrigierst? Einfach gesagt, aber machbar. Verwende neue Wörter in ganzen Sätzen. Statt nur Hund zu lernen, sage, ich habe einen Hund, dann variiere, magst du Hunde, wie heißt dein Hund? Schreibe jeden Tag etwas auf Deutsch. Führe ein Tagebuch. Schreibe 3 kurze Sätze über deinen Tag, deine Gedanken oder Gefühle. Wiederhole laut und lebendig. Nicht nur still lesen, sprich die Sätze laut aus, als würdest du mit jemandem reden. Mit Betonung, mit Leben. Interaktives Beispiel. Nimm diesen Satz. Mir geht es gut. Jetzt variiere ihn. Wie geht es dir? Mir geht es heute sehr gut.
Warum geht es dir so gut? Nimm dir ein paar Sekunden Zeit, diese Sätze laut zu üben. Erfinde eigene Varianten. So verankerst du das Gelernte in deinem aktiven Gedächtnis. Mach ruhig eine Pause im Video und übe, es lohnt sich. Fehler Nummer 2: Die gleichen Fehler immer wiederholen. Der zweite Fehler ist, du machst immer wieder denselben Fehler und korrigierst ihn nie. Du hast sicher schon einmal einen falschen Satz gesprochen, vielleicht mit einem falschen Artikel, einer falschen Konjugation oder Aussprache. Aber niemand hat dich korrigiert. Also sagst du es weiter so. Immer wieder. Langsam wird der Fehler zur Gewohnheit. Das nennt man Automatisierung von Fehlern. Wenn du etwas Falsches oft genug wiederholst, denkt dein Gehirn irgendwann, es wäre richtig, und es wird schwierig, das wieder zu ändern. Warum das blockiert? Weil viele denken, es reicht, die richtige Form einmal zu hören oder zu lesen, um sie zu behalten. Aber so funktioniert unser Gehirn nicht. Unser Gehirn merkt sich vor allem, was wir oft benutzen. Wenn du also einen Fehler 10-mal machst, aber die richtige Version nur einmal hörst, dann bleibt der Fehler in deinem Kopf haften. So korrigierst du diesen Fehler. Finde jemanden, der dich regelmäßig korrigiert. Ein Lehrer, Sprachpartner oder Plattformen wie Italki oder HelloTalk. Wichtig ist, Feedback zu bekommen. Sprich und nimm dich selbst auf. Höre dir danach zu. Vergleiche mit Muttersprachlern. Finde die Unterschiede. Diese Methode ist stark für deine mündliche Ausdrucksfähigkeit. Korrigiere aktiv und wiederhole die richtige Version. Lies die Korrektur nicht nur, sag sie laut, schreib sie, verwende sie in anderen Sätzen. Wiederhole, bis die richtige Version natürlicher fühlt als der Fehler. Fehler Nummer 3: Perfektion vom ersten Tag erwarten. Der dritte Fehler: Du willst perfekt sprechen, bevor du überhaupt angefangen hast. Du hast Angst, dich zu vertun? Du wartest lieber, bis du alle Zeiten und Artikel perfekt beherrschst. Denkst du, dass es keinen Sinn macht, anzufangen, solange du nicht alles richtig machst? Dann bleibst du still. Und genau das bremst dich aus. Warum das blockiert? Weil Perfektion der Feind des Fortschritts ist. Viele lernen Monate, manchmal Jahre, ohne jemals zu sprechen. Angst vor Fehlern, vor Spott, davor, nicht verstanden zu werden. Aber hier ist eine harte Wahrheit. Niemand fängt perfekt an. Jeder macht Fehler. Und genau daraus lernt man am meisten. Wie du deine Denkweise änderst und Selbstvertrauen gewinnst. Akzeptiere, dass Fehler normal und notwendig sind. Jeder Fehler ist ein Schritt nach vorn. Kein Scheitern, sondern verborgener Fortschritt. Fang klein an. Du musst keine langen Reden halten. Fang mit einfachen Sätzen an. Kurze Gespräche. Selbst 2 Wörter sind besser als gar nichts. Sprich trotzdem, auch wenn du Angst hast. Finde einen Sprachpartner. Nutze eine App, rede vor dem Spiegel, wenn keiner da ist. Es geht ums Handeln. Konzentriere dich auf Verständnis statt Grammatik. Es ist wichtiger, dass man dich versteht, nicht, dass jeder Satz grammatikalisch perfekt ist.
Selbst die besten Lernenden machen Fehler. Der Unterschied? Sie geben nicht auf. Also hör auf zu warten, bis du bereit bist. Fang jetzt an. Sprich, auch wenn es noch schlecht klingt. Mach Fehler. Lass dich korrigieren. Und beweg dich vorwärts. So macht man wirklich Fortschritte. Zusammenfassung: Die 3 Fehler, die dich blockieren. Erster: Lernen ohne Anwenden. Du weißt viele Wörter, aber du nutzt sie nie. Zweiter: Die gleichen Fehler wiederholen. Ohne Korrektur werden Fehler zu Gewohnheiten. Dritter: Perfektion erwarten. Die Angst vor Fehlern hält dich vom Sprechen ab und vom Fortschritt. Diese 3 Fehler sind sehr verbreitet. Jetzt, wo du sie kennst, hast du alle Werkzeuge, um sie zu überwinden. Ein einfacher Aktionsplan für sofortigen Start. Erster: Übe jeden Tag, auch nur 5 Minuten. Schreibe einen Satz, sprich laut mit oder rede mit jemandem. Zweiter: Fordere Rückmeldung an, suche dir einen Muttersprachler, einen Lehrer oder nutze eine App, um Fehler frühzeitig zu korrigieren. Dritter: Sprich trotzdem, akzeptiere, dass es am Anfang nicht perfekt ist. Mach weiter. Nur so kommst du weiter. Du musst nicht alles gleichzeitig verändern. Wähle einen dieser Fehler aus und konzentriere dich diese Woche darauf. Schon wirst du eine Veränderung spüren. Und vergiss nicht: Nicht wer am meisten lernt, kommt am schnellsten voran, sondern wer das Gelernte auch anwendet.